Ihr möchtet einen Brief schreiben und nie wieder Fehler machen? Dann seid ihr hier genau richtig. In diesem Video lernen wir gemeinsam einen Brief oder eine E-Mail für das A1-Zertifikat zu schreiben. Zuerst erkläre ich euch, was ihr lernen müsst. Dann sehen wir uns die Formalien für informelle und formelle Briefe sowie E-Mails genauer an. Schließlich zeige ich euch noch 10 wichtige Grammatiktipps, mit denen ihr wirklich nie wieder Fehler macht. Am Ende des Videos sehen wir uns noch 2 Beispiele und Lösungen genauer an. Denn dann seid ihr an der Reihe. In der Beschreibung des Videos findet ihr 8 Aufgaben. Bitte schreibt mindestens einen Brief oder eine E-Mail in die Kommentare. Ich korrigiere alle und spreche später in einem Livestream darüber. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dieses Video liked und an Freunde weiterleitet. Vielleicht haben sie ja auch Lust, bei dem Stream dabei zu sein. Mein Name ist Ben und ich würde sagen, los geht's! In einer A1-Prüfung sollte ein Brief oder eine E-Mail mindestens 30 Wörter haben. Ihr müsst lernen, was ein Betreff, eine Anrede und eine Grußformel ist. Natürlich müsst ihr auch lernen, einen Text zu schreiben. In den meisten Fällen geht es um Termine. Ihr müsst eine Einladung schreiben, zusagen oder absagen. Sehr oft müsst ihr euch auch für einen Deutschkurs anmelden, einen Freund um Hilfe, einen Nachbarn um einen Gefallen oder um Informationen bitten. Nicht so häufig müsst ihr im Internet etwas kaufen oder verkaufen. Aus diesem Grund findet ihr in der Beschreibung 2 Links. Zum einen noch einmal den Wortschatz Niveau A1 und einen Link zu dieser Präsentation, mit der ihr noch einmal wiederholen könnt. Sehen wir uns jetzt die Formalien an und beginnen mit der informellen Anrede. Diese ist wirklich leicht. Beginnt einen Brief oder eine E-Mail mit den Worten Hallo Sarah, hallo Peter, liebe Sarah, lieber Peter, liebe Sarah, lieber Peter. Achtet darauf, dass ihr das Wort lieb deklinieren müsst. Sarah ist eine Frau und Peter ist ein Mann. Es heißt liebe Sarah, lieber Peter. Und noch etwas ist wichtig. Bitte schreibt nach der Anrede unbedingt ein Komma. Das Folgewort, in unserem Fall wie, schreibt ihr bitte immer klein. Die informelle Grußformel, also der Abschied, ist auch sehr leicht. Hier könnt ihr zum Beispiel schreiben: Viele Grüße Ben, liebe Grüße Ben, alles Liebe Ben, herzliche Grüße Ben. Wenn ihr einen Brief nach Berlin schreibt, könnt ihr schreiben: Viele Grüße nach Berlin. Wenn ihr in Berlin wohnt und einen Brief wegschickt, könnt ihr schreiben: Viele Grüße aus Berlin. Aber Achtung! In der Grußformel schreibt ihr bitte kein Komma. Und das V in viele schreibt ihr auch bitte groß. Sehen wir uns das noch einmal im Vergleich an. In der Anrede schreibt ihr ein Komma und das Folgewort bitte klein. In der Grußformel schreibt ihr bitte kein Komma. Bei der formellen Anrede ist es ähnlich. Die Anrede sehr geehrte Frau Meier und sehr geehrter Herr Meier sind immer richtig. Wenn ihr nicht wisst, wem ihr schreibt,
dann schreibt ihr sehr geehrte Damen und Herren. Achtet bitte darauf, dass ihr das Wort geehrt deklinieren müsst. Sehr geehrte Frau Meier oder sehr geehrter Herr Meier. Richtig ist auch Guten Tag, Frau Meier. Wenn die Person, der ihr schreibt, einen Titel hat, schreibt ihr ihn mit. Sehr geehrter Herr Dr. Schmidt. Achtet auch auf das Komma. Bei der formellen Grußformel sehe ich immer wieder 3 Fehler. Erstens, schreibt bitte das M in dem Wort mit groß. Bitte schreibt in dem Substantiv Grüßen ein SZ und kein Doppel-S und setzt auch hier kein Satzzeichen. Sehen wir uns das noch einmal in einem Vergleich an. Denkt an die Deklination in dem Wort geehrt, sehr geehrter Herr Müller, sehr geehrte Frau Meier und denkt an das Komma. Achtet darauf, dass ihr bei der Phrase mit freundlichen Grüßen ein großes M schreibt, ein SZ schreibt und kein Satzzeichen setzt. In einem Betreff schreibt ihr, worum es geht. In der A1-Prüfung ist dies nur bei E-Mails der Fall. Hier könnt ihr schreiben, meine Geburtstagsparty, deine Einladung, Anmeldung Deutschkurs oder Berlin-Besuch im November. Sehen wir uns nun 10 wichtige Grammatiktipps für einen perfekten Brief oder eine perfekte E-Mail an. Erstens, die formellen Anredepronomen schreibt ihr in Briefen und E-Mails immer groß. Es gibt keine Ausnahme. Sehr geehrter Herr Meier, wie geht es Ihnen? Zweitens, die informellen Anredepronomen schreibt ihr am besten klein. Denn das ist immer richtig. Ihr dürft sie auch groß schreiben, aber bitte hier und da klein. Schreibt ihr sie klein, ist es immer gut. Hallo Peter, wie geht es dir? Drittens, die formellen Possessivpronomen schreibt ihr in Briefen und E-Mails immer groß. Es gibt keine Ausnahme. Ein Beispiel: Wie ist Ihre Adresse? Viertens. Die informellen Possessivpronomen schreibt ihr in Briefen und E-Mails klein. Das ist immer richtig. Ihr dürft sie auch groß schreiben, aber hier und da bitte klein. Schreibt ihr sie klein, ist es immer gut. Ein Beispiel: Wie ist deine Adresse oder wie ist eure Adresse? Fünftens. Achtet auf das Komma in der Anrede. Ihr dürft auch 2 Kommas, ein Komma vor dem Namen und ein Komma nach dem Namen schreiben. Ihr müsst es aber nicht. Wenn ihr einen Titel schreibt, schreibt diesen Titel aus. Ein Beispiel: Guten Tag, Professor Schneider. Bitte schreibt nicht Prof. Schneider. Sechstens. Lernt schwierige Wörter. Sehr oft lese ich den Satz: Es tut mir leid, aber ich kann nicht kommen. Leid tun ist ein Verb und ihr schreibt Leid mit einem kleinen l. Siebtens. Schreibt sehr gern Konnektoren und achtet darauf, ob ihr vielleicht ein Komma setzen. Beispiel: Es tut mir leid, aber ich kann nicht kommen. Ein zweites Beispiel: Ich komme sehr gern zu deiner Party und mache einen Salat. Achtens. Lernt unbedingt über Zeiten zu schreiben. Ein Beispiel: Die Party ist am Samstag, dem 18.02.2024
2024. Richtig ist auch, die Party ist am Samstag, den 18.02.2024. Die Party beginnt um 20 Uhr. Richtig ist auch 20 Uhr. Oder ich bin im November in Berlin. 9. Formuliert auch Fragen. Aus dem Aussagesatz Ich brauche Informationen könnt ihr die Frage Haben Sie Informationen für mich formulieren. Ein zweites Beispiel. Aus dem Aussagesatz Ich brauche deine Hilfe könnt ihr den Satz Kannst du mir bitte helfen formulieren. 10. Bitte lernt noch einmal die Modalverben. Kannst du mir bitte helfen? Soll ich einen Salat machen? Darf ich einen Freund mitbringen? Mit diesen 10 Tipps wirst du ganz sicher einen Brief oder eine E-Mail schreiben und sehr gut abschneiden. Denn wir sehen uns jetzt 2 Beispiele mit Lösungen an. Im ersten Beispiel sollt ihr eine E-Mail an die Touristeninformation in Berlin schreiben. Die Aufgabe: Sie fahren im November nach Berlin. Bitten Sie um Informationen über Museen und Filme. Bitten Sie um Hoteladressen. Sehen wir uns jetzt die Antwort an. Der Betreff Berlin-Besuch November 2024. Sehr geehrte Damen und Herren, ich besuche im November 2024 Berlin. Bitte senden Sie mir Informationen über Veranstaltungen, Museen und Sehenswürdigkeiten zu. Haben Sie auch Hoteladressen für mich? Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen, Ricarda Müller. Das zweite Beispiel. Auch hier sollt ihr eine E-Mail schreiben. Diese E-Mail ist an einen Freund. Sie haben eine neue Wohnung und feiern eine Party. Laden Sie Ihren Freund Peter ein. Wann und wo feiern Sie? Bitten Sie Peter, etwas mitzubringen. Dies finde ich schon etwas schwieriger. Sehen wir uns hier die Antwort an. Der Betreff Geburtstagsparty am Samstag. Natürlich dürft ihr auch das Datum schreiben. Am Samstag, dem. Der Text. Hallo Peter, wie geht es dir? Ich hoffe gut. Achtet hier auf das Komma nach hoffe. Ich habe eine neue Wohnung und feiere am Samstag eine Party. Die Party beginnt 20 Uhr. Ihr dürft auch schreiben um 20 Uhr. Ich möchte dich gern einladen. Meine Adresse ist Blumenstraße 53. Kannst du bitte einen Salat mitbringen? Liebe Grüße, Ricarda. Das ist eine sehr gute informelle E-Mail an einen Freund. Und jetzt seid ihr dran. In der Beschreibung findet ihr 8 Aufgaben, um eine E-Mail oder einen Brief zu schreiben. Schreibt mir bitte die Lösung für mindestens einen Brief oder eine E-Mail in die Kommentare. Ich werde alle korrigieren. Natürlich sprechen wir auch später in einem Stream darüber. Ich werde diesen Stream rechtzeitig ankündigen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Ben.